Willkommen zum Trainingsmodul Spoofing – Gefahr durch gefälschte Webseiten. Nach Abschluss dieser Einheit weißt du, was Spoofing ist, welche Gefahr durch Spoofing entsteht und welche Konsequenzen erfolgreiches Spoofing hat. Außerdem weißt du, wie du dich richtig bei dem Verdacht von Spoofing verhältst und warum das richtige Verhalten wichtig ist. Zudem kannst du weitere Maßnahmen ergreifen, um dich, deine Patientinnen und Patienten und das Krankenhaus zu schützen. Die Gefahren durch falsches IT-Sicherheitsverhalten sind sehr hoch und können dazu führen, dass die Versorgung eingestellt werden muss oder sensible Daten veröffentlicht werden. Deswegen ist es wichtig, dass du deine Patientinnen und Patienten schützen kannst. Die Inhalte aus diesem Training werden dir dabei helfen, Kompetenzen aufzubauen, um deine Patientinnen und Patienten und ihre Privatsphäre zu schützen. In der Vergangenheit wurde eine Patientin bei dir vorstellig, die eine seltene Erkrankung hat. Da die wissenschaftliche Evidenzlage zur Diagnose und Behandlung zu dieser Erkrankung noch sehr dünn ist, bist du regelmäßig auf der Suche nach neuen Artikeln und Forschungspapieren. Eine besonders beliebte Webseite, die du dabei benutzt, ist forschungfürselteneerkrankung.de. Du tippst die Worte seltene Erkrankung Forschung in deine Suchmaschine und wählst, wie immer, das erste Ergebnis aus, um auf die Webseite zu gelangen. Um auf die Volltexte zugreifen zu können und Kommentare zu schreiben, möchtest du dich mit deinen bereits vorhandenen Zugangsdaten auf der Webseite anmelden. Bevor du deinen Passwortmanager nutzt, um deine Zugangsdaten automatisch zu übertragen, kriegst du ein mulmiges Gefühl, irgendetwas stört dich an dieser Webseite. Du schaust dir die Webseite nochmal genauer an. Und tatsächlich, es gibt mehrere Hinweise, dass es sich bei dieser Webseite um eine Fälschung handelt. Die URL, also die Internetadresse, stimmt nicht mit der bekannten URL überein. So lässt sich ein zusätzlicher Buchstabe bemerken und die URL endet auf der Domain-Endung .com anstatt .de. Außerdem beginnt die Adresse nicht mit HTTPS. Wenn du eine Webseite besuchst und sie mit HTTPS beginnt, bedeutet das, dass die Daten, die du sendest, wie Login-Informationen oder private Nachrichten, sicher vor neugierigen Blicken geschützt sind. Eine Webseite, die nicht mit HTTPS beginnt, kann die Gefahr bergen, dass unbefugte Dritte Zugriff auf deine Daten haben können. Eine gefälschte Webseite ist eine Seite, die sich als legitim und vertrauenswürdig ausgibt, aber eigentlich aus betrügerischen Zwecken erstellt wurde. Manchmal sehen sie genauso aus wie Webseiten, die auch wirklich existieren, oder sie nehmen die Gestalt von staatlichen oder sehr bekannten Organisationen an, um Vertrauen zu wecken. Eine gefälschte Webseite kann weitreichende Konsequenzen für dich, deine Patientinnen und Patienten und das Krankenhaus haben. Deine Anmeldedaten können gestohlen und missbraucht werden, was man als Phishing bezeichnet. Kriminelle können auch versuchen, persönliche Informationen über dich abzugreifen und deine Identität zu stehlen. Außerdem können sie über gefälschte Webseiten Malware verbreiten, was nicht nur dazu führen kann, dass deine persönlichen Daten gestohlen werden, sondern auch, dass dein Computer und das gesamte Krankenhausnetzwerk verschlüsselt werden. Dadurch können im schlimmsten Fall die Patientenversorgung eingestellt und Patientendaten gestohlen werden, was mit Datenschutzverletzungen einhergeht. Das Krankenhaus leidet bei erfolgreicher Cyberkriminalität an einem Reputationsverlust, da das Vertrauen in die Sicherheitsmaßnahmen des Krankenhauses geschädigt wird. Auch finanzielle Verluste durch Bußgelder, Schadensersatzforderungen und dem Verlust von Einnahmen aufgrund des geschädigten Rufs sind eine häufige Konsequenz. Um dich bei dem Umgang mit gefälschten Webseiten richtig zu verhalten, wäre es wichtig, dass du keine Informationen wie beispielsweise deine Zugangsdaten auf der Seite preisgibst. Auch ist es wichtig, dass du keine Dateien herunterlädst oder öffnest, die auf einer solchen Seite angeboten werden. Im besten Fall meldest du die Webseite bei deiner Informationssicherheitsabteilung des Krankenhauses. Um die Informationssicherheitsabteilung zu kontaktieren, nutzt du im besten Fall dir bereits bekannte Kommunikationskanäle wie Telefon, E-Mail oder den persönlichen Kontakt. Überprüfe gerne, ob es einen bestimmten Kommunikationskanal gibt, den deine Informationssicherheitsabteilung für die Meldung vorsieht. Es ist wichtig, deine Informationssicherheitsabteilung über die gefälschte und unsichere Webseite in Kenntnis zu setzen, damit diese die Webseite überprüfen und sperren kann. So verhinderst du auch, dass deine Kolleginnen oder Kollegen auf die Seite zugreifen können. Um dich, deine Patientinnen und Patienten und das Krankenhaus auch in der Zukunft vor gefälschten und unsicheren Webseiten zu schützen, kannst du weitere Maßnahmen ergreifen. Dazu gehört, dass du darauf achtest, dass dein Browser und deine Sicherheitssoftware immer auf dem neuesten Stand sind, indem du automatische Updates zulässt.
Eine weitere wichtige Maßnahme ist die Einrichtung einer Zwei-Faktor-Authentifizierung, um deine Anmeldedaten zu schützen. Dies ermöglicht eine zusätzliche Sicherheitsebene. Informiere dich auch über weitere Maßnahmen, die in deinem Krankenhaus zum Schutz vor gefälschten Webseiten vorgesehen sind, und warne auch deine Kolleginnen und Kollegen, damit auch diese sich der Gefahr bewusst sind. Super! Du hast diese Einheit jetzt abgeschlossen. Du kannst das Wissen jetzt bei deiner Arbeit umsetzen. Dadurch steigerst du das Sicherheitsbewusstsein in der ganzen Einrichtung und du schützt dich, deine Patientinnen und Patienten und das gesamte Krankenhaus. Gut gemacht!